Sehr vielmal Dankeschön, dass du wieder hast angeschaut. Wir freuen uns, dass wir von dir weiterkennen, eine Geschichte mit dir mitteilen. Dankeschön, dass du für uns betest. Dankeschön, dass du auch da anklicken darfst, so dass du auch an den Subscriber-List kommst, so dass du auch die nächsten Videos einmal kriegst. Das freut uns besser sehr, dass wir von dir auch schon Tag nach gerne selber tun. Eine schöne Zeit haben als Brüder und Schwestern mit modernen Medien, mit dem Video, mit so einer Kamera steht, dass wir keine Videos machen, Menschen anzuspannen, ein Freude Gesicht zu haben und mit uns zum Himmel zu gehen. Wir sind eine Familie. Wir dürfen alle Tauben zum Himmel gehen nu. Ist das nicht fein? Brüder und Schwestern von allen Nationen in der Welt, von der ganzen Welt, da gehen viele Menschen den schmalen Weg zum Himmel. Du und ich sind einer von dir. Yes. Bist du Freude dazu? Bist du sehr Freude dazu, dass du ein Kind Gottes bist? Dass du nicht warst in einer Halbbrenner für immer? Stell dir doch mal vor, du und ich sind Gott seine Kinder. Durch Jesus Christus, was für uns am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Wir sind wahre geborene Christen. Wir sind Gott seine Kinder. Niemals mehr brauchst du daran zweifeln. Und wenn du zweifelst, dann geh an deine Knie und frag Jesus, ob die dort vergeben will. Wenn's heu läuft uns sehr. Gott ist nicht ein großer Gott im Himmel mit einem Knäppel, was uns am Knäppel auf dem Kopf tun. Gott gibt seinen Sehen, Jesus, und Leute am Sturm am Kreuz, dass du und ich können geraten werden. Ist das nicht fein? Und dann tut dem von der Döde abwirken, hier nimmt er den Graf Rüt und nimmt ihn zum Himmel. Nur als Jesus im Himmel hat er uns eine feine Stätte vorbereitet. Mes Fuß, wo du und ich da sind. Wo viel euer gehen, als du und ich leben. So, ich hoffe, dass ich wirklich nicht ein bisschen zu mutig hier sehe. Ich kann das bloß nicht anders tun. Ich kann das nicht halb im Schluck tun. Ich muss das ein bisschen Freude tun. Wenn ich so Freude tue, dass ich Gott sein Kind sehe, dass meine Familie Gott noch folgen wird. Und das tue ich das. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen von der, wo ich das erste Mal mit meiner Familie nach Neuseeland kam. Ich habe Ihnen all von Neuseeland erzählt. Neuseeland ist ein kleines Land, da wohnen ungefähr 6 Millionen Menschen. Und das ist weit weg von hier. Das ist ungefähr 22 Stunden, 24 Stunden Fliegen mit dem Jet. Das ist etwa 15.000 Kilometer. Und wenn du dann von Vancouver losfliegst, dort sind dann so 12, 13 Stunden, glaube ich, eben am offenen Meer. Da unten sind kein Land. Da sind vielleicht ein paar Inseln nachher zu, aber das ist bloß Wasser. Wenn dort Flugzeug mal einmal stehen bleibt, wenn du 6 Stunden geflogen bist, dann landest du im Wasser da unten. Ich habe wirklich über neu gedacht, wenn wir da fliegen dann. Aber ich will ein bisschen zurückgehen mit der Geschichte. Ich will dir mal erzählen, wie ich das erste Mal mit meiner Familie in Neuseeland kam. Wir haben gerade ein Video gemacht. The Story Behind My Music. Die Geschichte hinter meiner Musik. Das ist heute ein Video. Und wenn ihr das nicht wisst, ich wollte das nur sagen, wir haben 5 DVDs gemacht. 5 Movies haben wir gemacht als Familie. Und als wir das gemacht haben, verkaufen wir dem hier auf einer Stelle in Kanada. Eine Frau kam von Neuseeland und die wir hier in Kanada zu Besuch bei ihren Kindern. Die kauft sich einen DVD. Wir kannten die Frau nicht. Ich glaube nicht, ob wir mit der Frau geredet haben. Sie kauft sich den DVD und flog vermehrlich 3 nach Neuseeland. Sie kickt sich dann den Video da an. Und sie legt das zu sagen. Eines Tages kommt da ein Mann in ihre Stadt und der da in eine Kirche über HCJB, die Stimme der Anden. Auf Spanisch heißt das HCJB, La Voz de los Andes. Das ist eine Radiostation in Quito, Ecuador. Da hörte ich mal das erste Mal Radio, als ich 7 Jahre alt war. Und die Geschichte hatte ich auf diesem DVD-Buch. Was passierte da? Diese Früh ging nur das Programm in der Kirche. Und der Mann, der da redet, wie der Präsident von HCJB, die Stimme der Anden. Ich meine, nur erst dort HCJB von Neuseeland. Früher konnte bei der Familie über Nacht bleiben. So, als er daheim kam, haben wir sehr gemeint.
Dit ist der Präsident von HCJP Neuseeland. Heute kommt diese Familie über Nacht. Und der früh sagte ihm, ich habe hier ein Video, dem musst du sein, euer die Schluppe jetzt. Und dann sagt es Colin, das ist sein Name. Er sagt, no. Er sagt, ich sehe so weit von dir, ich habe weit gereist, ich habe das Programm von dir und du nicht gehört. Und ich will nur bloß ein bisschen eten, ich will Schluppe gehen. Und dann sagt die Frau, bitte schön, kick die doch dem Eduard und Christine Klassen ein Video an. Und schließlich endlich sagt er, lob mich doch ein bisschen ankicken. Und was passiert da? Und das ist, was der Colin uns nachher vertellen hat. Er sagt, diese Frau, die schäft mich so sehr, und ich muss den Video kicken. Und als ich anfange, den Video zu kicken, dann sehe ich zu der Familie, ich will nicht, dass ihr das ausschaltet. Ich will dem Video ganz bei dem eng sein. Und er deed. Als er dem gesehen hat, vor der Lothar fuhr, er war ein Haus. Dann schreibt er uns eine E-Mail und sagt er, Eduard und Christine Klassen, ich habe einen DVD sein, hier in Neuseeland. Ich lege den Video so sehr. Ich lege eine Musik und ich lege die Geschichte, die ihr vertalt habt. Wo dort eine Möglichkeit sein, dass ihr in Neuseeland kommen, eine Tour hier für HCJP? Wir wollen Geld sammeln für die Radiostation, was du hier als du 7 Jahre alt bist, sollst du deine Geschichte auf dem DVD vertalen lässt. Das würde aber so schmack für uns passen, dass wir hier können Geld sammeln für unsere Radiostation, dass wir können das Evangelium um 44 Fenster ausstrahlen. Die strahlen das Evangelium aus nach ganz Indien, nach ganz China, Japan, Korea und all die Länder, wo da sind. Wie seht ihr zu diesem Bruder? Dort wird wir sehr jeden tun. Und so flogen wir dann das erste Mal nach Neuseeland. Nun haben wir da 5 Touren all gehabt. Wir sind all 5 Mal gewesen. Aber als wir das Bucke deuten, dann sagt Bruder Colin, sagt er, wie seht ihr am Tag, dass wir nach Neuseeland kommen? Er sagt, ich kann den Präsident von HCJP Australien auch, wo die auch dahin wollen fahren, dann möchten wir 2 Länder auf einen Schlag, wenn es so weit ist. Und wir sagen, ja. Und wir sind auch 5 Mal in Australien gewesen und 5 Mal in Neuseeland. Alles taub haben wir in den 2 Ländern über 200 Konzerte gegeben. Nicht um zu pochen, aber jünte Wiese, wie fein uns Gott doch ist. Er möchte uns die Dere auf, dass wir in die Länder können reisen, Geld zu sammeln für die Radiostation, sodass viele Menschen in der Welt würden von Jesus hören. Wenn Bruder Colin mir nicht hat geschrieben, dann würde wieder niemals gewesen sein. Er ist von dir noch ein guter Freund. 4 Jahre wie wir auch noch waren. Dann dort wir aber nicht für HCJP, dann dort wir für Far East Broadcasting. Das ist eine andere Radiostation. Das gibt 3 große Radiostationen in der Welt. HCJP, die Stimme der anderen. Und dann ist da Radio Transmundial, Transworld Radio und Far East Broadcasting. Die 3 die top arbeiten. Die 3 sind die geradste 3 christliche Radiostationen in der Welt. Die das Evangelium in der ganzen Welt ausspreiden. Die kennen 98% von der Welt, die erreichen mit ihren Radioprogrammen. 98%. Es ist nicht fein. Brüder und Schwestern, mit dieser Familie dann, als wir in Neuseeland kamen, das erste Mal, die holen uns auch vom Airport auf, vom Flughafen. Die sind dann in das ganze Land mit uns rumgereist. Für einen Monat oder 2 auf einmal. Meist jeder so ist ein Konzert. Bei Menschen zu wohnen, mit unseren Teenager-Typ. Weißt du was, das ist eine einfache Sache nicht. Wenn die nicht kennen, trägt ihr deine Tüß in dem Haus auf der Wirtschaft. Das ist eine Sache. Versuch das mal, wenn du jeder so ist, bei einer anderen Familie über Nacht bist, bei der Ete bist, bei der Wasche bist, und dort hast du deine Teenagers abtragen. Und nach in einem anderen Land, wo andere Sitten und Gebräuche sind. Aber ich sehe nun nicht, da wieder weiter und da eben zu schellen. No, dort wieder so eine schmacke Jahre an die Kinder mit uns haben.
wie frei uns sei, dass Gott uns in diesem Weg gebrückt hat, Frau zu sein, Menschen anzuspornen. Wir haben dann für fest, meist jeder Abend 200, 300, 400, 500, up to 1000 Menschen in der Versammlung. Und dann dürfen wir mit den mitteilen, was Gott in der Mission tut. Die Programme sind dann immer missionarisch abgebaut. Da möchten wir die Menschen immer anspornen, Jesus noch zu folgen. Und Jesus mit der Gabe, was er die Menschen gegeben hat, zu dienen. Und ganz besonders auch zu beten für die Menschen, die bitte im Missionsfleck sind. Wir haben viele Missionare in der Welt. Nicht bloß Mennoniten. Da gibt sehr viele andere Gruppen, die auch Missionare bitte haben. Es ist die Schmack. So vielleicht kannst du auch eins vor, was Geld zu einen Mensch. Vielleicht kannst du einen Mensch ein kleines bisschen eine andere Linie geben in ihrem Leben. Du wirst ihn vielleicht nicht für bekehren, den ersten Mal. Du kannst ihn nicht bekehren, aber Gott wird dir brauchen, dass das Mensch sich bekehren kann, wenn du was Geld mit der Person hast angefangen. Jesus hat uns einmal ganz fein lenken. Und wenn wir nur dem Heiligen Geist horchen dürfen, nicht nur an den Kopf, nur dem Heiligen Geist, was Gott uns gegeben hat, wenn wir nur diesen Heiligen Geist horchen, der wird uns auch sehr viel lenken. Und wenn wir dort tun, was Gott uns sagt, dann werden Menschen sich bekehren. Auch von unseren Plautdietschen werden Menschen bekehren. Dass viele von unseren plattdeutschen Menschen worden von ihren Sitten und Gebräuche wegkommen und wahre geborene Christen worden. Mit uns zu gehen, ein Freude gesagt haben, ein Zeugnis für Jesus zu sein, euer Dün gestorben. Sei auf immer Dankeschön, dass du hast diesen Video teilgekriegt. Wir wünschen dir Gottes Segen. Mein lieber Bruder, lieber Schwester, lieber Freund, Dankeschön, dass du hast teilgekriegt. Und wir wünschen dir auch Gottes Segen, wo immer du auch bist, mit der Gabe, was er dir gegeben hat. Jesus, uns König und uns Gott. Hab einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.